Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ja, sorry, wenn sich meine Stimme gerade ein bisschen komisch anhört, ich bin etwas angeschlagen, von daher seht's mir bitte nach. Aber es gibt Neuigkeiten aus dem Hause Versa XM und Leute, haltet euch fest, ihr habt es bestimmt auch schon gelesen irgendwo. Versa XM geht endlich live. Das bedeutet, am 30. Mai diesen Jahres, also quasi in einer Woche, beziehungsweise in 7 beziehungsweise 8 Tagen, geht Versa XM im Mainnet live. Das heißt, ab dem Moment könnt ihr, also beziehungsweise bekommt ihr für eure Versa XM Station Belohnung, richtige Belohnung. Ja, und wie das Ganze funktioniert, was das für euch bedeutet, schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. Ja, ihr habt sicherlich die E-Mail heute bekommen, beziehungsweise wir haben vor circa einer Stunde die E-Mail von Versa XM bekommen, dass es jetzt quasi losgeht. Ich möchte mit euch zusammen auch nochmal die E-Mail durchgehen, damit ihr das auch versteht. Ja, für alle, die Versa XM noch nicht kennen, ich habe ein paar Videos davon bei mir auf dem Kanal, schaut es euch einfach mal an. Es ist quasi eine Wetterstation, seht ihr hier, wo ihr quasi Rewards dafür bekommt, dass ihr die Daten von eurer Wetterstation in einem globalen Netzwerk zur Verfügung stellt. Ja, und so einfach ist das. Diese Wetterstation kostet um die 400 Euro, beziehungsweise kostet 400 Euro, kommen noch Steuern beziehungsweise Versand dazu. Ganz günstig ist es gerade nicht, aber wir werden ja sehen, was es halt eben ab nächster Woche das Ganze an Profit abwirft. Ja, also diese E-Mail ist gekommen heute. Ich habe das für euch mal aufs Deutsch übersetzt, beziehungsweise über den Rechtsklick im Browser auf Deutsch übersetzt, damit es für uns alle ein bisschen einfacher ist, auch zu lesen. Liebe Community, wir freuen uns, einen wichtigen Meilenstein auf unserer Reise bekannt zu geben. Sorry nochmal. Der WXM-Token wird offiziell live gehen. Das heißt, in dieser E-Mail, die alle von euch bekommen haben, die schon Versa XM dabei sind, gibt es ja nochmal eine Einführung. Das heißt, Tokenblumen, Mainnet, Auflistung, Centralized Exchange, Decentralized Exchange, gucken wir uns auch gleich nochmal an. Sicher der Finanzierungsrunde, also eine Seed Round ist gelaufen, gucken wir uns auch gleich an. Das ist quasi mit, also wir gehen Mainnet mit einem Manolis CEO und dann war der nächste Schritt Versa XM. Wir gucken uns jetzt mal das an, was für uns beziehungsweise für euch relevant beziehungsweise auch wichtig ist. Ja, und zwar hier, das ist Punkt Nummer 1, ganz, ganz wichtig, Save the Date. Ab dem 30. Mai werden alle Tokenbelohnungen im Arbitrum Mainnet verteilt. Aktuell läuft es noch im Testnet. Ich gehe dann halt eben aufs Mainnet. Wenn Sie sich im Mainnet befinden, können Sie Ihre WXM in 3 Schritten einfordern. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit dann auch nochmal zu claimen. Das heißt, es gibt ja nochmal eine Anleitung dazu, wie das Ganze funktioniert. Ihr müsstet dann halt eben die Metamask oder je nachdem, was ihr für eine Web3 Wallet nehmt, noch diesen Contract hinzufügen von der WXM Token-Adresse und schon funktioniert das Ganze. Und ihr habt auch nochmal die Möglichkeit, alternativ könnt ihr Versa XM Claim Web App nutzen. Ja, guckt es euch einfach mal an. Verbinden Sie Ihre Web-Wallet mit Metamask oder andere, habe ich ja eben schon gesagt. In der Dokumentation steht es nochmal drin. Das heißt, so claimt ihr quasi eure Token bzw. Punkte. Ja, Auflistung in Centralized Exchanges und Decentralized Exchanges. Ihr seht es nochmal hier. Offiziell auch am 30. Mai. Tor, der hat jetzt das nicht richtig übersetzt. Das ist also Tor, das ist Gate.io. Das heißt, am 30. Mai wird auf Gate.io der Token live gehen. Das heißt, ab 30. Mai könnt ihr bei Gate.io den WXM-Token kaufen und auch tauschen etc. Danach kommt Maxi. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Bitmart und Swissborg. Also Swissborg kommt auch bald. Und es wird dann auch nochmal direkt auf einer also Decentralized Exchange geben. Auf Uniswap habt ihr auch die Möglichkeit, also Uniswap habt ihr auch die Möglichkeit, den Token dann dementsprechend zu tauschen. Das heißt, die WXM gegen andere Währungen, USDT oder je nachdem, was ihr da umtauschen wollt. Hier ist das Ganze nochmal bildlich dargestellt. Ihr seht es nochmal hier. Versa XM, Gate.io, also quasi als Centralized Exchange, genau wie Maxi. Dann haben wir hier nochmal Bitmark und hier haben wir Uniswap. Ja, und hier nochmal eine Information zur Finanzierungsrunde. Es gibt sogar ein Video dazu. Ja, sehe ich jetzt erst. Guckt es euch auch mal an. Es hat eine Finanzierungsrunde stattgefunden. Gucken wir uns auch jetzt mal an. Und zwar hat Versa XM 7,7 Millionen US-Dollar zusammengesammelt in sogenannten Seed Rounds, um halt eben quasi das Netzwerk auszubilden. Das heißt, es gibt mehrere Sponsoren sozusagen,
die in WeatherXM 7,7 Millionen Dollar investiert haben. Das heißt, das hat heute die WeatherXM AG mit Zug, also mit Zug, sag ich schon, mit Sitz in Zug in der Schweiz, heute bekannt gegeben, beziehungsweise wurde bekannt gegeben, dass halt eben 7,7 Millionen Dollar zusammengekratzt wurden, in Anführungsstrichen. Ist ja gar nicht mal so unüblich in solchen Projekten. Hier seht ihr nochmal die ganzen Sponsoren sozusagen, Protocol Labs, also das, beziehungsweise hier Borderless Capital, das liest man immer wieder mal. Das sind halt eben quasi die Sponsoren, die halt eben sich da nicht, also die quasi in der Seed Round halt eben Geld dazu gegeben haben. Hier steht nochmal drin, das Unternehmen plant diese Investition zu nutzen, um das Team und das Netzwerk zu erweitern und die Forschung und Entwicklung im Bereich kryptofähiger Wetterhardware und dezentrale Infrastruktur fortzusetzen. Ich bin mir auch sicher, dass ein relativ großer Teil auch mit in den Token einfließen wird. Das heißt, man muss ja auch eine gewisse Liquidität hinterlegen, damit das Ganze funktioniert. Ja, da sind wir auf jeden Fall mal gespannt. Ja, was haben wir hier noch Schönes? Nächste Schritte für WeatherXM. Was gibt es hier Schönes? Hat Priorität auf die Entwicklung WeatherXM Pro, unserer B2B AP-Plattform. Generierung Nachfrage von Wetterdatenlizenzen, okay. Klingt auch interessant. Und den Fortschritt letzten Quartal, das haben wir im Visier, genau. Ja, ich persönlich verfolge hier eine andere Strategie, was WeatherXM angeht. Und zwar warte ich drauf, dass es halt eben mit jeder Wetterstation kompatibel ist. Auf dem Weg geht es definitiv hin. Das heißt, wenn die Wetterstation eine gewisse Standard erfüllt, funktioniert das auch. Das heißt, damit es halt eben auf mehreren Netzwerken fähig ist. Ihr kennt das ja, dass es gibt ja mehrere Anbieter, die eure Wetterdaten von euch vergüten. Auf der Spur sind wir aktuell und wir wollen halt eben mal gucken, ja, ob das funktioniert, ob das nicht funktioniert, etc. Ja, von daher, alle, die jetzt quasi WeatherXM gesagt haben, wann geht das endlich live, das dauert mir alles zu lange. Ja, es war wirklich eine sehr lange Zeit. Ich gebe euch vollkommen recht. Ich weiß gar nicht, sind es 1 oder 2 Jahre schon, dass WeatherXM eigentlich schon läuft. Und da regen sich viele über GetCrash auf, also über die Browser-Extension, dass da nichts passiert. Hier hat es auch sehr lange gedauert und jetzt geht es halt eben los. Na, also wie gesagt, falls ihr Bock habt, bei WeatherXM mitzumachen, hier nochmal der Shop. Ich packe euch natürlich auch nochmal eine Beschreibung beziehungsweise einen Link in die Videobeschreibung rein. Ihr seht hier, die Wi-Fi-Version kostet $400. Das heißt, so um die $400 müsst ihr einrechnen. Da kommen natürlich noch die Steuern und Versand drauf. Das heißt, um die 500 € schätzungsweise müsst ihr rechnen, was das Ganze kostet. Ja, die Teile sind natürlich auch, entweder könnt ihr die mit Wi-Fi oder LoRaWAN betreiben, das heißt über das Helium-Netzwerk, das ja wirklich bei uns so gut wie flächendeckend ausgebaut ist, sage ich jetzt mal. Na. Entscheidet euch selbst, guckt es euch nochmal in Ruhe an, do your own research, ja, und ich drücke auf jeden Fall allen den Daumen, die aktuellen Wetterstationen von WeatherXM laufen haben. Ich wünsche euch maximale Profite, maximale Erfolge. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch was, bis die Tage, bis später, ciao.